Jawohl, liebe Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part. Let's Retro, Alone in the Dark. Jetzt gucken wir uns endlich mal diese vermaledeite Bibliothek an. Das heißt, wieder einiges an Lesestoff, was auf uns zukommt. Irgendwas wollte ich. Ah ja, machen wir erstmal die Tür auf. Na, sind wir schon drin? Ja, wollte ich eigentlich nicht. Wieder raus. Der Raum ist dunkel. So einen ähnlichen Raum, allerdings 3-4 Nummern kleiner hatten wir ja schon mal. Mal durchs Inventar gescrollt. Genau. So. Und die gleich hier wieder ablegen, wie gewohnt. Genau. Nicht werfen, ablegen. So. Und jetzt heißt es laufen, laufen, laufen. Und suchen. Da im Hintergrund seht ihr schon, das soll kein Geist sein, auch wenn der hier durch die Regale laufen kann. Jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen umsehen. Da gibt es einen Mechanismus. Aha. Nichts Besonderes in diesem Regal. Das soll ein Skelett sein. Allerdings, dass sich Skelette durch Wände und Regale bewegen können, das wäre mir neu, aber der kann das tatsächlich. Noch ein Buch. Gut. Da kommt der. Wir müssen so langsam hier Reiß ausnehmen. Da. Schnell weg. Ja, da ist er. Da konntet ihr ihn mal in groß sehen. Ich hoffe, das war kein Fehler hier. Schneller, schneller, Edward, schneller. Dank dir. Ich bin dir sehr verbunden, mein Freund. Noch ein Buch. Ein weiteres. Na, das reicht doch erstmal mit den Büchern hier. So, jetzt haben wir auch die andere Seite geöffnet. Tada! Genau. Nun sind wir wieder hier. Ich speichere mal ganz kurz. So viel Zeit sollten wir uns auch nicht lassen. Denn das Öl geht natürlich irgendwann zur Neige von der Petroleumlampe und wer weiß, wie viel Öl wir noch brauchen im Verlauf des Spiels. Wird es doch bestimmt noch einige Lokalitäten geben. Schneller! Gegen den, das muss ich euch noch sagen, kann man erstmal nicht kämpfen. Der ist momentan noch unverwundbar. Na komm schon, schneller. Ist nicht ganz so einfach, den zum Laufen zu kriegen. Muss zweimal Pfeiltaste drücken nach oben. Na endlich doch. Aber er reagiert da leider nicht so, wie man sich das wünscht. Na, wo ist jetzt dieser Geheimgang? Wollte ich auch nicht. Stimmt, wir haben jetzt unzählige Bücher, die müssen ja erstmal loswerden. Um die Petroleumlampe später wieder aufheben zu können. Nein, nicht raus. Wo ist dieser Geheimgang? Hallo? Ah ja, alles klar. Jetzt heißt es Beeilung. Nein. Schneller, 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 Edward. Da gibt es einen Mechanismus. Und wir haben doch im letzten Part die Wesen der Nacht, haben wir das gerade aufgehoben oder noch im Vorpart? Im Vorpart schon. Weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, in dem Schlafzimmer im Vorpart haben wir diese Buchattrappe eingesammelt. Die müsste jetzt den Geheimgang, die Geheimtür öffnen. Bingo, das tut sie und schnell, Edward, schnell rein. Ja, genauso wie die Ratten und die Spinnen kann auch dieses Skelett uns nicht folgen, wenn wir in einen anderen Raum gehen. So, was haben wir hier? Ein Talisman.
Jetzt ist sie endlich leise, dachte ich, und schon ertönt Musik. Ein Dolch, einen weiteren Dolch, ein Pergament, das, naja, ein Buch. Au, hier haben wir aber ganz schön viele Sachen. Jetzt heißt es nochmal speichern. Und ins Inventar gehen. Jetzt muss man aufpassen. Ich könnte eventuell auch sterben. Es gibt hier einige Fluchbücher. Ich glaube, dieses kleine Manuskript könnte eines sein. Haben wir das? Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob wir das schon gelesen haben. Weil alle Bücher und Manuskripte, die man liest, werden erst, also nach dem ersten Lesen, betitelt. Hier. Lesen wir erstmal das Buch. The Sons of the Sun and of the Shadows. Lieutenant Lope de Vega's account of his astounding travels to the land of the Aztecs. Holy Christ! Cried Captain Cortez, astonished by the strange rite we beheld. We found the savages half naked. They were throwing balls of silver and gold at each other. They laughed as if demented, clearly maddened by some heathen drug. And yet, should one of them fail to catch the ball thrown in his direction, the poor devil was seized and dragged off to be sacrificed in their temple. As we discovered, this frightful game was a ritual most holy to them, and symbolized the movement of the heavenly bodies. The dropping of a ball foretold a catastrophe. That is what the Aztecs believed in their godless ignorance. Their countless deities could only be appeased through endless human sacrifices. The victim's heart, which was still beating, lay in the hand of the murderous priest. The interior of the temple was surprisingly cool. The weight of our armor, our exhaustion, even the burden of our suffering, they were all banished by a sense of awe that the crudely magnificent altar instilled. In the tomb-like silence, a deep voice chanted an incantation. The majestic statue of the water goddess, Chalchihuitlicue, seemed to throb with vitality. This massive stone, draped in a golden cloak and studded with precious stones, was coming to life before our very eyes. Horror of horrors! The granite eyes of the statue, empty of life only moments before, were now injected with blood. We staggered back in amazement. Dom Jose was taken by a fit of convulsions. He tried to raise up his crucifix, as if to ward off an attack by demons. The heathen priest laughed cruelly. The statue's mouth cracked open in a deathly grin, bearing teeth sharpened to dagger points. Falls ich zu schnell umblätter, dann drückt einfach auf Pause. Captain Cortez cried, "Attack!" But it was no use. We were glued to the spot. First, we were unable to move. Our armor seemed to be bolted to the temple floor. Our legs weakened, and we collapsed in a thunder of steel. Only Cortez had the presence of mind to unsheath his dagger. He hurled it at the cackling priest. 4 inches of the finest Toledo steel buried itself in the heathen's face. His blood spurted, splashing the now lifeless idol. We picked ourselves up with difficulty. Never will I forget that terrible moment. My companions,
naturally enough, told tales of devilish enchantments cast upon our armor. Whatever the truth of that, I could not deny that the supreme god of the fourth universe had treated us as mere playthings. I am convinced that a terrible energy is yet contained within that heathen statue. A power strong enough to change a proud conquistador into a helpless puppet. Drawing of Chalchihuitlicue by Dom Jose de la Sierra, done before the destruction of the Aztec temple of Tenochtitlan. So. Das war das erste Buch. Die Söhne der Sonne. Können wir erstmal ablegen? Nein, bitte nicht dahin, du Näschen. Komm mir jetzt nicht so wieder. Edward. Genau. Bitte an die Wand werfen. Bitte an die Wand werfen, du Nase. Kann doch nicht sein. Ich mag es nicht, wenn wir alte Gegenstände, die wir nicht brauchen, in die Mitte des Raumes werfen. Oder in die Mitte eines Raumes. Oder eines Ganges, was auch immer. Okay, machen wir es anders. Dann gehe ich da halt direkt hin und setze es einfach da ab. So. Ein Schlüssel. Captain Prext. Genau, das haben wir gesehen. Ablegen. Danke. Sonst noch irgendetwas? Pergament? Nee, hatten wir noch nicht durch. Gerade erst gefunden. Die Wesen der Nacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Sollten wir eigentlich schon gelesen haben im letzten Part, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Für den Fall, dass das jetzt wieder so ein Fluch ist. Mal kurz checken. The Creatures of Night by Of monstrosity. Nee, das kennen wir. Also kann ich das auch ruhigen Gewissens ablegen. Das Inventar weiter entschlappen. So. Und jetzt abspeichern, denn wie gesagt, ich weiß nicht, es gibt Bücher hier in der Bücherei, die uns Schaden zufügen. Deswegen vor Anwahl des Buches, des nächsten Buches, lieber nochmal speichern. Lesen wir das. Fragments of the Book of Abdul. Okay. Lesen wir uns mal die Fragmente von Abdul durch. In the antique city of dead Relia, Cthulhu dreams and waits. In the pit of time, the unspeakable lies in wait. That is not dead which can eternal lie. Relia, your blocks of stone seal the ritual that gives birth to fear. Cthulhu Fotang! Cthulhu Fotang! Aya! Aya! Let he who knows how to invoke the stones act. It is time. Let the shadow of Cthulhu darken the sky. May the servitor of the black goat of the woods with 1,000 youngs sound his flute in honor of the unspeakable. Cthulhu Fatang! Cthulhu Fatang! Aya! Aya! Das klingt nicht gut. May he who may not be named cast his withering gaze upon the unbeliever, for he is the door, the key, and the guardian of the door, and holds you now in his immense power. So, mal sehen, was jetzt passiert.
Wir fühlen uns schwach. Au, was macht er da? Und jetzt dehnt er sich und stretcht sich und macht eine Pirouette. Der Junge ist gelenkig. Das muss ich schon sagen. Und wie viele Gesundheitspunkte haben wir jetzt? 15. Okay, dieses Buch zu lesen war jetzt nicht so gut. Aber schön, dass ihr das mal gesehen habt. Jetzt versuche ich dieses Buch mal hier zu lesen, in diesem Pentagramm. Ding. Vielleicht bringt das was. Das können wir allerdings jetzt schnell machen. Ihr kennt es ja. Katula Fatang. Müssen wir uns jetzt nicht noch mal ein zweites Mal antun. Und jetzt? Bingo! Hier sind wir geschützt. Jetzt können wir auch mal sehen, wie das heißt, dieses Buch. Auszüge aus Abduls Buch. Alles klar. Benötigen wir auch nicht mehr. Schön, dass ich euch das mal zeigen konnte. Und weg damit. Und speichern. So, ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen durchhalten, was die Bücher angeht. Jetzt kommt das nächste. If Rocks Could Talk, or The Story of a Louisiana Plantation by the Marquise de Chamfray. After the criminal selling off of Florida by the foul usurper, my father elected to remain in this inhospitable land, where we were free at least to express our royalist feelings, and hope our country would come to its senses. In 1818, a certain Pickford bought up Ledoux's land, after the poor fellow had ruined himself in unfortunate speculation. Pickford soon turned out to be the most loathsome human we had ever encountered. He was an adventurer of the worst kind, nouveau riche, and bloated with a grotesque sense of self-importance. First came the incessant army of men with shovels, digging into the mountain of earth that was to fill in the surrounding swamp. The undertaking was quite stupendous. We learned from a slave that the final objective was to connect the existing caves with another one of gigantic proportions. Racked by a mania of persecution, Elia Pickford constantly fired his workers and hired new ones. He did all he could to keep anyone from learning about his plans. My father was amused and said, "The poor fool will end up getting lost in his own cave." But the walls went up, and tongues started wagging. Our detestable neighbor had been a sailor, a ruffian grown rich on questionable trade. Distasteful stories were told of him. Oh, ein Diagramm des Anwesens. Eventuell. When the work was finished, Pickford invited us to the opening of his rambling mansion, which he named Derceto. Aha. My father asked what the strange name meant. Pickford answered, "Derceto reminds me of Astarte, the fertility goddess. Around here, the name is Shub-Niggurath, I believe." That a name so steeped in evil should be said aloud came as not such a shock to my father, as he himself confided in me some while later. We left immediately. In June of 1862, Derceto was burned down in unexplained circumstances. It was undoubtedly the deed of some jealous Yankee or another. It was amazing to watch the servants rushing into the flames to try and save their bullet-riddled master. After that terrible night, Derceto fell into ruin. Its blackened walls were soon overgrown, as human-built works always are, by ever-present nature. In 1875,
The property was eventually bought by a gentleman whose name was Howard Artwood. I was sorry that my father, who delighted in fine conversation, was no longer alive to enjoy the company of this new neighbor. Learned and well-versed in history, he had made a particular study of piracy. It was Artwood who told me that Pickford had commanded a ship that flew the flag of piracy. That explains the scoundrel's great wealth. Ja, Howard Hartwood, von dem ist da die Rede. Wahrscheinlich der Vater von Jeremy Hartwood, der sich da erhängt hat letztens. Wegen dem wir ja auch jetzt selbst im Anwesen der Seto sind. Artwood was fascinated by Pickford and undertook a great deal of research in an attempt to find some treasures that he was convinced the pirate had hidden. He went through the ruins inch by inch. He then had the burnt-out house rebuilt exactly as it had been and refurbished the library that had miraculously escaped the flames on the night of the Great Fire. Ja, wir gerade auch. Artwood set about studying every volume in that library and often talked to me of his research. He was a handsome widower, deeply attached to his son Jeremy, who was later to become a professional artist. Jo, da haben wir es. Sohn Jeremy. Artwood worked incessantly, first from the room I offered him, then from his own freshly restored home, which he rebaptized Derceto. I imagine he hoped to enlist the help of the god of good fortune in his treasure hunt. As far as I have ever been able to tell, all his searching came to nothing. There were no lost treasures to be found at Derceto. Oh. Ich hoffe, ihr konntet die letzte Seite noch lesen. Ansonsten zeige ich euch die nochmal. Tick zu früh auf Return gedrückt. Artwood worked incessantly, first from the room I offered him, then from his own freshly restored home, which he rebaptized Derceto. I imagine he hoped to enlist the help of the god of good fortune in his treasure hunt. As far as I have ever been able to tell, all his searching came to nothing. There were no lost treasures to be found at Derceto. I learned of Artwood's death while I was in Paris. But that, as they say, is another story. Okay, jetzt haben wir dieses Buch auch durch. Das da heißt, wir konnten es gerade sehen, irgendwas mit Louisiana. Geschichte einer Plantage in Louisiana. Gut, das können wir auch ablegen. Und jetzt natürlich wieder speichern. So, was haben wir dann noch? Unfinished Chapter of Terra Incognita by Jacob Van Ostate. A hitherto unpublished fragment of the manuscript unearthed following indications furnished in the Vatican Library's Expurgatory Index. In those icy and unwelcoming lands, the rites of wizards and healers are deeply rooted in ancient legend. Mysterious and cruel beings are thought to have ruled over the Arctic plains in times past. A cursed city, enclosed by massive walls, is believed to stand to this day. It contains fabulous treasures and is inhabited by the degenerate descendants of those who instilled centuries of terror in the hearts of the people. These people, naturally placid, are seized with rage and horror at the very mention of the prisoners of the ice. Were these dreadful captives to be freed from their frozen cells, they would reap a horrifying tribute of human flesh. Ooh. These blood-curdling beings may be invoked by certain
Ritual words. They can even be controlled, albeit with the greatest of difficulty. I admit to being impressed by these tales, repeated to me on many occasions and in a number of different places during my travels in the region. I have also seen troubling cult objects, sculpted in a material unknown to me. Another remarkable fact is that local Eskimos experience great distaste in pronouncing certain words, and invariably avoid saying them. Here is a living example of the power that words contain. As it is said in the Bible, in the beginning was the Word. So. Das war das Buch Terra Incognita. Auch das. Nein. 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 Lassen, wo es ist. So, speichern. Da wir gerade so schön im Flow sind. Jetzt dieses Pergament. The Book of Yael, Signs of Stone, Eucharistic Rituals of Forbidden Cults. Texts collated by Monsignor Vacher, legate in the Curia of the Vatican. Numerous devilish cults speak of monstrous creatures called the Old Ones. These supernatural beings are believed to be possessed of powers equivalent to those of the gods of antique religions. Adepts of such cults refer to forbidden literature in order to cause these frightful entities to appear before them. What serious student? Numerous devilish cults speak of monstrous creatures called the Old Ones. These supernatural beings are believed to be possessed of powers equivalent to those of the gods of antique religions. Sorry, das hatten wir schon. What serious student of folk myths has not come across the names of Cthulhu and Shub-Niggurath? Also wir kennen sie jetzt. Aufgrund der vorher gelesenen Bücher. It must be said that these creatures wield tremendous power and are difficult to control once they have been unleashed into the world. Those who serve He who goes in shadows protect themselves with signs of stone carved into the walls of houses or engraved on various objects. For those misguided servants of evil, the best protection appears to be that afforded by the sign of the most ancient gods, engraved in Manar stone, a heavy material said to be disagreeable to the touch. Jetzt sind wir im Bereich Okkultismus. The sinful practices of those who fall into such errors can only lead to the darkest of despair and are a mortal danger to the soul. Such monsters as those invoked by these foolhardy individuals are engendered when reason drops its guard. Man is easily tempted into perversion. It is why we must forever remain alert and renounce Satan with each breath we take. His ways are infinite in number. So.
Ein weiteres Schriftstück durch. Verbotene Riten und Kulte. So. Puh, das war's. Wir haben es geschafft. Hui, hui, hui. So, und jetzt zum Abschluss, denn das war jetzt ziemlich heavy für uns, für euch, für mich. Nochmal ein Kampf, mal etwas actionlastigeres hier. Und damit wollen wir den Part auch beenden, mit diesem Action-Part hier. Jetzt können wir uns nämlich mit diesem Dolch zur Wehr setzen. Und das Skelett, wie sie es hier nennen, in die Flucht schlagen. Ich glaube, dieses war das, der nicht. Nehmen wir mal das. Das andere sieht ja aus wie ein Kartoffelmesser. Genau. Nein, ich will weg hier. Einfach nur weg. Danke. So. Wozu dient eigentlich der Talisman? Ups, falsch. Ah, den kann man nur werfen oder ablegen. Keine Ahnung, vielleicht wird der später noch wichtig sein. Mal sehen. Oh, oh, nein. Mist. Der wartet hier schon vor dem Eingang. Nein, schnell. Dank dir. Dieser alte Pisser. Okay, ich glaube, wir müssen sofort angreifen. Jo, das war's schon. Na toll, ich dachte, der hält ein bisschen mehr aus, der Knabe. Okay, ich würde sagen... Wir schnappen uns jetzt erstmal die Petroleumlampe wieder. Genau. 20, ne Quatsch, 8 nur noch. Nachladen. Schnell raus hier. Jo, jetzt sind wir richtig. So. Ich glaube, den Dolch brauchen wir nicht mehr. Schmeiße ich erstmal weg. Jo, hat natürlich wieder wunderbar geklappt. Mann, 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 Mann. Nein, den Dolch. Egal, Jungs, egal, egal. Jetzt bewegt er sich hier nicht. Jetzt bewegt er sich. Danke, Edward. Mann, du bist vielleicht ein sturer Hund. So, den nächsten auch. Den Ritualdolch. So. Nur, jetzt haben wir ein Talisman, ein Schlüssel. Haben wir den schon benutzt? Versuchen wir das nochmal. Ich glaube, ich hätte doch den anderen Ausgang nehmen sollen. Nun gut. So. Das ist abgesperrt. Ich hoffe, den Schlüssel haben wir noch nicht benutzt. Nein. Beziehungsweise... Suppenteller steht da. Beziehungsweise... ist uns noch von Nutzen. Hier war doch auch eine Tür, die noch zu war und nicht aufging. Ah, die geht auf einmal auf. Gut. Was haben wir da? Da gibt es einen Mechanismus. Der Schlüssel zu Jeremys Arbeitszimmer. Alles klar. Und das ist sein Arbeitszimmer.
Merkwürdiges Arbeitszimmer. Was ist denn das für ein Sarg hier? Sargähnlicher Gegenstand. Also wie ein Arbeitszimmer sieht das nicht wirklich aus. Oder war das der Schlüssel? Oder war das Arbeitszimmer das andere Ding da im Vorpart mit dem großen Bett? Egal. Den Schlüssel brauchen wir anscheinend nicht. Den schmeiße ich dann gleich weg. Hierfür ist nicht dieses Schwert, sondern der Kavalleriesäbel gedacht. Versuchen wir es mal. Nein, nicht benutzen. Das war ein Fehler. Ablegen. Bingo. Und jetzt können wir in den Untergrund. Allerdings fehlt da noch immer irgendetwas fehlt da noch. Gucken wir uns noch mal weiter im Raum um. Erstmal speichern. Bevor wir jetzt hier irgendwo anders hingehen. Eine Schallplatte. Ein Buch. Okay. Wir haben die ganzen Bücher aus der Bibliothek geschafft. Dieses Buch werden wir auch noch hinkriegen. The Tale of Captain J.W. Norton of the Army of the Union. Falls ihr das nicht richtig lesen könnt, die Schrift ist ein bisschen schwierig. Da steht der Bericht von Kapitän J.W. Norton von der Armee der Union. 1862. The South was in collapse. Louisiana was open to us. I had each day to requisition victuals for our troops, and was aided in this endeavor by a score of brave men. Rebels were not yet ready to lay down their arms. The region was far from safe. I headed further and further west, and questioned many freed slaves. From them, I learned of a plantation on the coast. Its name was Derceto. Also wohl die Plantage in Louisiana. We received a less than hearty welcome. Only Pickford, the owner, behaved in a friendly manner. While my men counted cattle and grain reserves, I learned what I could from him. Man was most unusual and possessed an extraordinarily cultured mind. At nightfall, I gave orders for the men to bivouac at Derceto. Pickford invited my second-in-command, Lieutenant Patterson, and myself to dine. Sehr nett. And our host proved a most entertaining conversationalist. While coffee was being served, Patterson went to inspect the men's camp. The cigar Pickford offered me was so acrid that my head began to spin. Manchmal sind die Stimmen und die Texte abgehackt. Das tut mir leid, lässt sich leider nicht vermeiden. I remembered campfire tales of fellow officers trapped by devilish Confederate tricks. My mind floated in a foul and dense fog, from which emerged the enlarged and deformed face of Pickford. He grinned at me. Patterson's return chased off the nightmare. I heard shouts and firing from outside and found the strength to take out my revolver. I fired 3 shots. Pickford fell to the floor. Patterson then helped me out of the burning house. The air was filled with smoke. We resembled a company in disorderly retreat. I saw slaves leaping into the flames of that inferno. They were trying to save Pickford's life. So, das war ja eher ein kurzer Text. Gut, reicht auch. So. Der Bericht von Kapitän Norton, genau. Jetzt macht irgendwie die Tastatur wieder Ärger. Speichere ich nochmal. So, jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Alles klar. Meine Tastatur hat irgendwie einen Wackelkontakt. Genau wie meine ganzen Anschlüsse. Aber egal. Eher etwas uninteressant für euch. So. Weg damit. Genau. Was haben wir noch? Genau, brauchen wir auch nicht mehr.
Feuerzeug, ein leerer Ölkanister, genauso unwichtig. Kugeln haben wir noch, können wir die einsetzen? Nein, Revolver ist komplett gefüllt, das ist Heilung. Schwert können wir eventuell auch noch gebrauchen, können wir alles noch eventuell gebrauchen. So, und jetzt kommen wir zur Platte und zu dem Trio Infernale. Zu dem Tanztrio da im Ballsaal. So, das müsste doch jetzt das richtige Musikstück sein. Wir brauchen nach wie vor den Schlüssel da, der auf dem Kamin liegt. Jo. Jetzt speichere ich mal. Wenn die Framezahlen so mau bleiben, dann wird das schwer. Nein. Nein. Sich da durchzuschlängeln. Autsch. Ja, ich sollte nochmal laden. Berühren darf man die natürlich nicht. Kann ich wieder dem, sonst stört das nur. Am besten gleich mal wegschmeißen hier. Brauchen wir ja eh nicht mehr. War ja nur dazu da, die Tanztruppe mal zum Leben zu erwecken. Um an diesen verdammten Schlüssel ranzukommen. Jetzt muss man erstmal so abschätzen. Wie bei Sam Fisher. Gucken, welche Wege die Gegner entlang laufen. Bingo, wir haben ihn. Und ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt hier. Na komm schon. Nein, es ist abgesperrt. Verdammt. Jetzt laufen. Ja, 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 ja. So ist schön. Und das Gewitter sagt uns, das Trio ist nicht mehr. Gut. Da geht jetzt die Tür auch auf. Aber dazu brauchen wir wohl den Ballsaalschlüssel. Egal, der ist unwichtig. Dann gehen wir halt den Umweg hier. Nein. Was ist das bloß für ein Schlüssel? Nee, bis auf die Tür, aber das ist klar, dass die nur zum Ballsaal führt. Wozu der Schlüssel dient, weiß ich nicht, aber zumindest nicht fürs Haus. Wenn wir den benutzen, können wir sicherlich hier irgendwo unten. Und in den Untergrund geht's dann im nächsten Part. Das Haus haben wir zu Ende erkundet. Ein Teilziel, ein großes Teilziel erreicht, die halbe Miete. Alles Weitere dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, für eure Geduld. Euer Hedy Hellfire sagt ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.